Hello, hello. An diesem Montag. Ich habe gerade statt Videoaufnahme erstmal ein Foto gemacht. Okay. Heute ist Montag. Der halbe Tag ist auch schon wieder rum. Und es gibt auch nicht so viel zu berichten heute, ehrlich gesagt. Ich war jetzt einkaufen. Ich habe Mittag gegessen und gekocht vorher. Und ich bin einfach furchtbar nervös wegen morgen. Ihr wisst noch nicht, was morgen ist, weil morgen habe ich einen Termin in Marburg. Das ist 1,5 Stunden von hier weg mit der Bahn. Das wird schon echt ein gutes Stück an Fahrt. 1,5 Stunden ist halt schon ganz schön viel. Und auf diesen Termin warte ich jetzt seit über einem Jahr. Also die haben den einmal, also das war ein Jahr rum, dann hätte der Termin eigentlich stattfinden sollen. Da haben die mich angerufen und den Termin verschoben. Dann wäre der Termin gewesen. Da konnte ich dann aber nicht, weil ich A, krank war und B, weil die Bahn nicht gefahren ist. Also da ist nur so teilweise gefahren mit Schienenersatzverkehr und Pipapo. Also es war ganz furchtbar und dann habe ich da versucht anzurufen, aber naja, also irgendwann hatte sich dann Gott sei Dank jemand gemeldet, einen Tag vorher. Und ich hatte dann gesagt, also ich muss den Termin leider absagen, weil ich bin krank und die Bahn fährt auch nicht. Und jetzt hatten wir eigentlich ausgemacht, dass sie sich Anfang Oktober melden. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich aber jetzt Ende Oktober gemeldet und jetzt habe ich sehr spontan für morgen, den Dienstag, einen Termin bekommen. Und ich bin so aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will auch noch gar nicht sagen, worum es da genau geht, weil ich möchte nicht irgendwas sagen, was ich haben könnte und es nachher nicht stimmt. Also ich muss da 3-mal hin. Muss dann, also 3 Termine insgesamt sind es. Und danach weiß ich dann mehr. Und ja, aber ich möchte halt nicht irgendwas erzählen, was dann halt im Endeffekt vielleicht gar nicht stimmt. Deswegen warte ich erstmal ab. Ich mag das ja eigentlich überhaupt nicht, wenn Leute so sagen, ja, und nächste Woche erzähle ich euch dann das und das. Kann ja auf den Tod nicht leiden. Und jetzt mache ich es selber. Aber ich möchte auf der einen Seite ein bisschen drüber reden, weil ich halt so super nervös bin. Auf der anderen Seite möchte ich halt auch einfach nicht irgendwas erzählen, was dann im Nachhinein nicht stimmt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist kompliziert. Aber in meinem Kopf macht das Sinn. Genau. Ja, jetzt bin ich halt, wie gesagt, super aufgeregt. Ich muss morgen um 10 Uhr da sein. Das heißt, ich muss hier um 7:30 Uhr ungefähr los, damit ich alle meine Busse und Züge kriege. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich bin so nervös. Ich werde auf jeden Fall alles Mögliche irgendwie mitnehmen. Ich werde mir heute Abend noch 2 Brezeln aufbacken, die ich dann mitnehme. Und ich habe so einen total coolen, fancy Kaffeebecher, habe ich festgestellt. Den hatte mein Mann irgendwann bei TK Maxx mal mitgebracht. Oder wir haben den mitgenommen. Ich konnte mich aber daran gar nicht mehr erinnern, dass wir den haben. Aber den werde ich morgen mitnehmen. Ich zeige euch mal kurz. Moment. Und zwar diesen hier. Der hat so einen Henkel und der hat hier oben dieses Kippfach. Also man zieht es so auf und dann kann man da so draus trinken. Und ist ein Thermobecher. Ey, ich glaube, da werde ich mir morgen Kaffee reinmachen. Also ich habe total vergessen, dass wir den haben. Finde ich gut, werde ich morgen mitnehmen. Und wenn der Kaffee leer ist, mache ich mir da Wasser rein. Guter Plan, finde ich. Genau, und also den nehme ich mit. Und ich werde mir was zum Lesen einstecken. Mein Buch übrigens, ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Ich bin immer noch an derselben Stelle wie beim letzten Mal im Video. Ich werde das morgen mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass ich lesen werde. Ich glaube, ich werde so nervös sein, dass ich nicht lesen kann. Und ich dann lieber aus dem Fenster gucke. Wir werden sehen. Ich bin auch viel zu früh da, natürlich. Ich bin, also rein rechnerisch, bin ich wohl eine halbe Stunde bis 3/4 Stunde zu früh da.
Aber anders geht's halt nicht, weil die Bahn nicht anders fährt. Naja, okay. Falls sich nämlich jemand gewundert hat, so ne, 1,5 Stunden, wenn man um 7:30 Uhr losgeht, dann ist noch nicht 10. Ich weiß, aber die Bahn fährt halt nicht anders. Deswegen, ich muss halt schon um die Uhrzeit los. Ja, vielleicht laufe ich auch ein Stück, um ein bisschen Stress abzubauen dann. Naja, wir werden sehen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen nervös. Ja, also Kaffeebecher, Brezen werde ich mir heute Abend noch machen. Und kann euch ja morgen vielleicht so ein bisschen auf der Fahrt mitnehmen. Vielleicht ist Marburg ganz schön, ich weiß es nicht. Also, ich habe gehört, Marburg soll schön sein. Vielleicht gibt es ja was ich filmen kann in Marburg, wenn ich da so rumdümpel. Ich habe ein bisschen Zeit, wenn ich da ankomme. Schauen wir mal. Na gut, ich würde es dann jetzt erstmal dabei belassen und wir sehen uns dann morgen. Und dann werde ich ganz viel sinnloses Zeug brabbeln, weil ich ganz furchtbar aufgeregt sein werde. Fängt jetzt schon an. Fängt ja gut an. Naja, gut. Okay, wir sehen uns morgen. Jo, hello, an diesem Mittwoch. Eigentlich wollte ich gestern schon längst mich nochmal gemeldet haben, aber ich war nach diesem Termin einfach so groggy. Ich war so kaputt. Jetzt geh doch ab hier. Magnet. Ich wollte mir das hier kurz dran klammern, weil ich mich fertig mache. Meine Ringe. Ich wollte mich gestern eigentlich, wie gesagt, noch melden, aber irgendwie, ich war so im Eimer. Ich war so kaputt. Die Hinfahrt war relativ entspannt. Ich habe jeden kleinen Bahnhof mitgenommen, den man so mitnehmen kann. Und als ich ich glaube, es war in Gießen. Ja, in Gießen. Nee, nicht in Gießen. Keine Ahnung, aber in irgendeinem Bahnhof musste ich einsteigen, also umsteigen und bin dann auf mein Gleis gegangen. Jetzt kriege ich mein Ohrring nicht in mein Ohrloch. Jetzt. Man muss immer erst meckern. In einen anderen Zug einsteigen und guck so auf die Tafel und denkst, warum stehen denn da 2 Züge dran? Also, dass die auch gleichzeitig kommen. Ich dachte, bis ich dann irgendwann geschnallt habe, ach so, okay, die werden geteilt, die Züge. Und musste dann aufpassen, dass ich ja in den richtigen Zug steige. Und als er eingefahren ist, hat man dann halt kurz sehen können, welcher Zug welcher ist. Und bin dann eingestiegen, aber war trotzdem die ganze Zeit unsicher, ob ich wirklich im richtigen Teil sitze. Also, naja, egal, ich saß auf jeden Fall im richtigen Teil. Ich musste nicht nochmal flitzen und rennen und hast du nicht gesehen. Also es hat alles funktioniert. Und bin auch da super angekommen. Ich war viel zu früh da, wie immer halt. Aber gut, ich hatte auch keine andere Wahl, als zu früh da zu sein. Und ich musste ganz furchtbar dringend auf die Toilette. Ich musste so dringend pieseln. Das könnt ihr euch nicht ausmalen, wie dringend ich auf Klo musste. Ich bin in in das Gebäude reingestürmt, nachdem ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Also ich habe dann den Weg dahin gesucht und als ich dann da war, bin ich in dieses Gebäude gestürzt und direkt auf die Toilette. Also, knappe Kiste. Ich weiß, zu viel Informationen für euch, aber ich wollte es trotzdem erzählt haben. Der Termin lief ganz gut und man hat dann auch gesagt, oh, Sie kommen ja von so weit her, mit dem nächsten Termin, weil ich muss ja, wie gesagt, 3-mal hin eigentlich, hat sie schon gesagt, dass wir Termin 1 und 2 zusammenlegen und ich dann nicht nochmal kommen muss, also kein 3. Mal kommen muss, sondern beim 2. Mal es dann bleibt. Und da habe ich jetzt auch relativ zügig den Termin, sogar schon Ende November jetzt. Genau, es war super aufregend alles, ich war ultra nervös und eigentlich wollte ich mir danach noch ein bisschen Marburg angucken, aber
ich hatte so guten Anschluss mit Zug und Bus dann wieder, dass ich nach Hause gefahren bin. Vielleicht fahre ich beim nächsten Mal, wenn ich hin muss, eine Stunde früher hin, damit ich mir ein bisschen die Stadt angucken kann. Das wäre schon irgendwie ganz cool, weil wenn ich schon mal da bin, ich meine, es ist immerhin 1,5 Stunden von hier aus entfernt, könnte ich mir ja vielleicht ein bisschen angucken. Aber das überlege ich mir noch, ob ich das wirklich mache. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall war ich danach halt so kaputt, dass ich das alles erstmal so ein bisschen mir sacken lassen musste und nochmal durchgegangen bin. 1000 Situationen, die ich mir den Termin ausgemalt habe und dann jetzt 1000-mal habe Revue passieren lassen, was hätte ich anderes sagen können oder. Anstrengend. Egal, ich habe mich fertig gemacht, weil ich jetzt in die Stadt flitze, weil ich dem Ehemann Kopfhörer kaufen soll. Und also er hat gefragt, ob ich für ihn gehen würde, weil er ist ja arbeiten und dann hat er gefragt, ja, kannst du vielleicht die kaufen gehen? Habe ich gesagt, na klar, kann ich das machen. Also gehe ich die jetzt holen, was ganz gut ist, denn man wird es kaum glauben, aber mir sind die Kerzen ausgegangen. Also ich habe noch Kerzen, so ist nicht. Aber halt keine in einem Gefäß, sondern nur so lose Kerzen halt. Und also ich hätte tatsächlich noch eine Kerze in einem Gefäß da. Allerdings mag der Ehemann den Geruch so gar nicht davon, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde den traumhaft. Aber okay, er wohnt hier ja schließlich auch und wenn er davon Kopfweh kriegt, ist blöd. Deswegen zünde ich die dann halt nur noch an, wenn er Nachtschicht hat. Ist dann meine persönliche Nachtschichtkerze. Genau. Ja, mein Vitamin D sollte ich noch nehmen, bevor ich gehe. Und dann fahre ich in die Stadt. Ich fahre, weil ich muss mein Ticket abbummeln. Ich habe mir nämlich extra für Marburg jetzt ein Deutschland-Ticket gekauft, weil das Ticket an sich dahin schon sehr teuer gewesen wäre, hin und zurück. Hätte ich 40 Euro bezahlt. Das Deutschland-Ticket kostet ja 58 Euro. Und dann dachte ich mir, kann ich auch ein Deutschland-Ticket kaufen. Dadurch, dass ich jetzt sogar ein zweites Mal im selben Monat nach Marburg fahre, lohnt sich das sogar extra. Aber wenn ich schon mal habe, kann ich damit auch kurz in die Stadt fahren und vielleicht wieder zurück. Vielleicht laufe ich auch zurück. Mal sehen, mal gucken, wie ich lustig bin, nicht? Und ob die Sonne scheint. So, davon mache ich es vielleicht auch ein bisschen abhängig. Egal, ich gehe jetzt mal los. Ich gehe jetzt zu Mediamarkt. Dann gehe ich noch zu Action, Kerzen kaufen. Vielleicht kaufe ich sogar schon ein paar Sachen für einen Adventskalender. Weil die haben ja da immer so kleinere Packungen. Und ich finde, die passen ganz gut in den Adventskalender. Auch wenn mir noch gar nicht nach Weihnachten ist, ne? Aber okay. Entweder wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. Ich vermute, wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Vielleicht auch zwischendrin, aber ich glaube eher nicht. Wir sehen uns, glaube ich, eher, wenn ich wieder da bin. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Okay, tschüss. Ich bin wieder da. Ich war jetzt fast 2 Stunden unterwegs. Viel länger, als ich wollte. Naja. Ich habe aber das bekommen, was ich wollte. Und ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich bin wirklich gerade rein. Jetzt ist das da alles hingestellt. Damit ich es euch gleich zeigen kann. So, und zwar sind es tatsächlich eine relativ gute Menge Kerzen geworden. Ein bisschen was für den Adventskalender habe ich auch gekauft. Und ein paar Schlappen. Die waren so kuschelig. Was soll ich denn machen? Die sahen toll aus. Außerdem die Hausschuhe, die ich mir letztens gekauft habe, die sind irgendwie nicht so gut. Man rutscht da so komisch seitlich in dem Schuh. Das ist irgendwie blöd. Eine Weihnachtstasse habe ich auch gekauft. Ich weiß, ich habe genug Tassen. Aber da kommen ja jetzt gleich die Herbsttassen wieder raus und dann kommen Wintertassen. Also ich habe ja nur Weihnachtstassen eigentlich. Das ist meine erste Wintertasse, muss man sagen. Während ich quatsche, filme ich das mal kurz. Dann macht es mehr Sinn. Also,
Wir haben hier ganz viel für die Weihnachtskalender. Also was heißt ganz viel? Ich habe quasi 4 Türchen für die Weihnachtskalender. Blaue M&M's, gelbe M&M's, rote Chips, blaue Chips. Das war's. Dann diese flauschigen Puschen. Das neue Buch von Aaron Scott. The Maurice's Mysteries. Ein Mord in 3B. Ich bin gespannt. Das klingt irgendwie nett. Ich kann euch ja mal kurz hier hinten den Klappentext zeigen. Ja, genau. Es klang irgendwie ganz nett. Ist auch nicht allzu dick. Es hat ein paar Seiten. Zeige ich euch später. So. Kerze Nummer 1. Riecht ganz angenehm. Kerze Nummer 2 mit Steinchen. Eine Glade-Kerze. Und 3 Airwick-Kerzen. Die waren im Angebot gerade beim Action. Also die 3, 4, 5 Kerzen, 6 Kerzen, habe ich bei Action alle gekauft. Die haben gerade, also die Airwick haben gerade 1,66 € glaube ich, gekostet. Genau. Eigentlich wollte ich 2 von der mitnehmen. Jetzt habe ich aber aus Versehen die hier auch noch mitgenommen. Die riecht aber nicht so gut. Die riecht richtig genial mit Orange, Anti-Tabak. Aber die riecht wirklich richtig lecker. Und Vanille Gourmand. Naja, verwöhnende Vanille jedenfalls. Und dann war ich noch bei Pepco. Und bei Pepco habe ich diese Kerze hier gekauft. Die riecht auch ganz angenehm. Ich habe mich da durch sämtliche großen Kerzen geschnüffelt. Gott, haben die alle gestunken. Das war die einzigste und auch die letzte Kerze, die ich erschnüffelt habe, die gut gerochen hat. Und diese wunderschöne winterliche Tasse habe ich mir geholt. Ist sogar ein Eichhörnchen drauf. Süß. Genau. 5,5 € hat die Tasse gekostet. Ja, 5 €. Es gab ja noch andere Tassen, aber ich fand die irgendwie schön. Da steht halt auch nicht Merry Christmas oder sowas drauf, sondern die kann man halt theoretisch auch noch im Januar benutzen, obwohl da habe ich nichts mehr mit Winter hier rumstehen. Da fängt bei mir automatisch der Frühling an. Genau. So viel dazu. Dann war ich jetzt gerade eben noch kurz beim türkischen Supermarkt drin und habe da Nudeln und Hackfleisch gekauft, weil ich heute nichts zu essen da hatte. Achso, und das Wichtigste natürlich, weswegen ich ja überhaupt in der Stadt war, habe ich natürlich auch gekauft, die Kopfhörer für den Ehemann. Die habe ich klar auch gekauft. Jetzt freut er sich schon, wenn er nach Hause kommt. Genau, so viel dazu. Ansonsten werde ich mir jetzt eine Tasse Kaffee machen, die kurz ausschlürfen, bevor es dann schon fast ans Mittagessen geht. Wir haben es jetzt 12:30 Uhr gleich. Na, ein bisschen Zeit habe ich noch, aber ja, ich werde das jetzt irgendwie nutzen, Wäsche abhängen und Staubsaugen. Weiß ich nicht, ob ich es noch schaffe, aber auf jeden Fall Wäsche abhängen, eine neue Maschine anmachen und ja, dann mal gucken, meine ganzen Kerzen wegräumen. Genau, wir sehen uns dann später nochmal wieder oder morgen Vormittag nochmal. Je nachdem. Schauen wir mal. Jetzt zuckt mein Auge. Ist ja unangenehm. Blablabla. Okay, ciao. Ob meine Schwester labern kann? Kann sie. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch was gesagt, ne? Aber
Eigentlich wollte ich einen Film gucken. Ich habe jetzt die Hälfte des Films gesehen, jetzt fehlen mir noch immer 50 Minuten. Es ist jetzt aber 23:10 Uhr. Ich glaube, ich will den Film jetzt nicht mehr gucken. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Naja, okay. Ich wollte auch ein bisschen lesen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe meinen neuen Pullover an. Und da braucht man ja echt keinen Schal, wenn man den anhat, ne? Das ist ja praktisch, finde ich. Ich finde, die Farbe geht auch echt klar. Ja, ich fühle mich wie ein Wollknäuel. Genau, so, ich gehe jetzt aber, Haare im Mund, gehe jetzt fix einkaufen und vielleicht machen wir da einen ganz kleinen Foodhaul. Gucken wir mal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Es ist sehr schönes Wetter, aber es ist arschkalt. Und ja, ich habe so einen Test bekommen, den ich ausfüllen muss vor meinem Termin. Und dieser Test macht mich wahnsinnig. Nicht nur, dass die Fragen so wahnsinnig bescheuert formuliert sind, sondern es ist so, ich habe den Test gemacht, dann habe ich mir danach das nochmal angeguckt und dachte so, vielleicht würdest du lieber das antworten. Ja, aber du schwankst da so zwischen 2 Punkten. Du würdest lieber, weiß ich nicht, 2,5 geben. Also man kann so 0 bis 3 geben. Dann sagen, ja, vielleicht lieber 2,5 oder nur 1,5. Und dann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich schreibe einfach überall dazu, was ich eigentlich schreiben wollen würde. Keine Ahnung, es macht mich auf jeden Fall nervlich extrem fertig, dass ich diesen Test nicht abschicken kann, weil ich mit dem, was ich geschrieben habe, nicht mehr so ganz konform gehe. Ich gehe jetzt einkaufen. Frische Luft hilft bestimmt für den Kopf, dass ich mir danach vielleicht sicher bin, was ich mache. Und dann schicke ich es morgen mit der Post weg. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal einkaufen. Bis gleich. Ich bin wieder da. Und ich habe schon alles weggeräumt. Ich habe vergessen, dass ich gesagt habe, dass wir dass ich einen kleinen Foodhaul machen möchte. Habe ich jetzt vergessen. Sorry. Ich weiß auch nicht, was in meinem Brausekopf momentan los ist. Es ist auf jeden Fall wild. Jedenfalls, jetzt geht die Kaffeemaschine aus. Ungünstig, ich wollte mir gleich einen Kaffee holen. Egal. Ich habe Fisch gekauft. Ich habe hier so ein Quark gekauft von Milram. Der ist unheimlich lecker. Paprika, Knoblauch, ist ganz neu. Habe ich in keinem Video getestet, deswegen kann ich euch das so erzählen. Paprika, Knoblauch, müsst ihr mal probieren. Schmeckt unheimlich lecker, ist ein bisschen schärfer, aber schmeckt sehr, sehr gut. Was habe ich noch gekauft? Also, Brot, Brötchen, Aufbackbrötchen, den Fisch habe ich gekauft, Sahne, Sahnekäse, Kartoffeln und ich habe noch was gekauft. Warte, mir fällt es gleich ein. Kartoffeln, gehe gerade hier rein im Supermarkt ab. Gedacht, Kaffee. Kaffee habe ich mitgebracht. Außerdem war der gerade im Angebot für 15 Euro. Da habe ich Kaffee mitgebracht. Ich hätte am besten gleich 2 mitbringen sollen, ne? Egal. Ich habe Kaffee gekauft. Ja, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr ist es nicht geworden. Ah nee, Moment. Ich habe noch Streukäse gekauft. Das war es noch, genau. Ja, und jetzt habe ich das fertig gemacht. Jetzt kam gerade, also vorhin kam ein Paket. Heute kommt aber noch ein kleines Paket. Aber ich glaube, das steckt ja in den Briefkasten. Jedenfalls kam heute ein großes Paket. Und das will ich jetzt gleich auspacken und aufbauen. Aber ich glaube, das seht ihr erst im nächsten Video, weil ich glaube, dieses Video geht schon ganz schön lange. Deswegen beenden wir den ganzen Spaß jetzt an dieser Stelle. Ich weiß, es kam kein Foodhaul wie versprochen. Es tut mir leid. Momentan ist mein Kopf sehr wild. Da ist viel drin los. Deswegen vergesse ich auch ganz viel. Ich
Ich müsste auch unbedingt noch Videos drehen, aber ich habe keinen Kopf gerade dafür. Naja, egal. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Donnerstag oder irgendeinen anderen Tag, an dem du dieses Video siehst. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn nicht, gute Besserung. Pass schön auf dich auf und wir sehen uns ganz bald wieder. Lass einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ganz wichtig, beide Sachen, wirklich, damit ich besser ausgespielt werde und wir noch mehr tolle Leute werden. Über tolle Leute freue ich mich nämlich wirklich sehr. Okay, mach's gut. Bis bald. Tschüss.